Wenn aus Bluefire ein Multi-Launch-Coaster mit Spinning-Gondeln wird, dann ist es absurd, aber diese Bahn sind wir gefahren und stelle ich euch heute im Video vor. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Review meinerseits und einem neuen Einzelreview zu einer einzelnen Achterbahn. Hier haben wir Bluefire, wie ihr diese Achterbahn aus dem Europapark kennt. So 9-mal auf der Welt schon gebaut worden. 3 davon sind wir auch schon gefahren und haben hier in den Videos drüber gesprochen. Jetzt sind wir quasi die 4. von 10 gefahren, obwohl es keine 10 gibt und das auch nicht die 4. dann ist. Und zwar gibt es dieses Layout mit einem Spike, darum auch Multi-Launch und einer Spinning-Gondel. Und deswegen reden wir heute über Steel Taipan in Dreamworld. Dreamworld ist ein Freizeitpark in Coomera, Queensland in Australien. Der größte Freizeitpark von Australien. Und seit dem 14. Dezember 2021 gibt es Steel Taipan und ist wirklich sehr, sehr cool. Steel Taipan hat jetzt nicht so viel Thematisierung, auch wenn als Thematisierungsfirma Pico-Play angegeben wird. Aber das Thema ist halt einfach die Bahn selbst, denn es gibt ein cooles Logo, wenn man den Bereich quasi betritt. Es gibt nochmal das Logo über dem Eingang, aber das war es auch schon. Aber um den Namen noch mal ein bisschen einzuordnen, der Taipan ist eine Giftnatter, dessen Biss so giftig ist, wenn man den nicht behandelt, man als Mensch stirbt. Cool. Und das haben wir jetzt aus Stahl. Sehr gut. Lieferant dieser Achterbahn ist Mack Rides. Und das Ganze ist, wie gesagt, ein Bluefire-Klon. Deswegen müssen wir jetzt nicht so viel über das Layout sprechen. Ihr kennt es, 39 Meter hoch, 1200 Meter lang, 105 km/h schnell. Es gibt ein Looping, den Twisted Horseshoe und einen Inline-Twist, damit 4 Inversionen, also über Kopfelemente. Und die Aufmerksamen von euch, die die Zahlen im Kopf haben, haben gemerkt, Moment, da stimmt doch was nicht. Bluefire ist doch mit 100 km/h angegeben, richtig. Steel Taipan wird mit 105 km/h angegeben. Und ist auch länger, denn 1056 Meter ist eigentlich die normale Länge von diesen Bluefire-Klonen. Aber hier sind es 1200 Meter. Wie kommt das denn zustande? Und da sind wir bei den Besonderheiten von Steel Taipan, die nämlich wirklich cool sind. Die Bahn hat zwar keinen Dark Ride Part oder so, ist aber ein Multi-Launch Coaster. Es gibt jetzt aber nicht irgendwo auf der Strecke einen weiteren Abschuss, sondern man fährt mehrfach über den Lounge, den ihr kennt. Hier leider nicht so schön platziert, dass man das so gut sich angucken könnte. Als die Bahn gebaut wurde, stand aber noch eine andere Achterbahn genau davor, wo jetzt der Busparkplatz ist. Auf jeden Fall Abschuss und es geht Richtung Top Hat. Nicht so weit hoch, denn es gibt quasi den geplanten regelmäßigen Rollback und es geht wieder rückwärts den Top Hat runter, dann wird nochmal beschleunigt und es geht mit Wumms den Spiral Rollback nach oben. Es gibt dann so eine Spirale am Ende, die hochgefahren wird und man sich ein bisschen eindreht und wenn man dann wieder runterkommt, wird durchgeschossen und man fährt die ganz normale Strecke. Dafür gibt es dann also einen Switch-Track nochmal im Ganzen. Wenn man also ganz normal aus der Station rausfährt, die Kurve fährt und stehen bleibt, bevor der Launch startet, dann wechselt die Weiche und wir können danach, wenn wir zurückkommen, rückwärts halt die Spirale hochfahren, diesen Spike. Der Rest der Fahrt ist relativ normal, dann erwähnenswert vielleicht, dass es natürlich viel weniger Züge hier gibt, und zwar 2 an der Zahl, die in der letzten Reihe auch noch die nächste große Besonderheit haben, und zwar den Tail Whip und den weltweit ersten Tail Whip überhaupt bei diesen Achterbahnen von Mack Rides. Und zwar ist das eine Spinning-Gondel, die hinten dran hängt. Wir können uns bestimmt alle noch an diese ganzen Tests vom Europapark bzw. vom Mack Rides erinnern, im Europapark bei Bluefire, wo man Spinning-Gondeln auf Bluefire getestet hat. Das sind jetzt diese finalen Züge für Bluefire zum Beispiel. Und es gibt ja auch dann die andere Weiterentwicklung des Extreme Spinning Coasters mit zum Beispiel dem Time Traveler in den USA, was der erste von denen war, oder inzwischen Ride to Happiness im belgischen Plopsaland de Panne. Und diese Gondeln waren das erste Mal bei so einem Coaster in Dreamworld bei Steel Taipan dann verbaut. Ein Jahr später ist Blackpool Pleasure Beach nachgezogen. Die haben ja Icon, was auch eine sehr, sehr gute Achterbahn von Mack Rides ist, und haben das Ganze dort nachgerüstet. Als wir da waren und die Bahn getestet haben oder auch ein Review dazu gemacht haben, gab es diese Gondeln noch nicht.
Und was soll ich euch sagen? Das ist genial. Das macht richtig Spaß. Das ist so eine gute, geile Weiterentwicklung und hat einfach richtig Bock gemacht und dann die normale Fahrt nochmal richtig krass aufgewertet, weil natürlich der eine oder andere kennt schon seit 2009 Bluefire und das würde das Ganze, wenn das jetzt da auch käme, nochmal steigern. Und das ist wirklich geil, macht richtig Bock und es ist jetzt auch nicht so, dass einem da speiübel wird. Das habe ich viel in den Kommentaren gelesen, nachdem ich das On-Ride davon gepostet hatte. Und es ist halt einfach nicht so, dass sich irgendwas nur so dreht. Da wird mir auch schlecht, wenn sich einfach nur alles so drehen würde. Du fährst ja die Achterbahn ganz anders. Du fährst dann die normale Strecke mal seitlich, mal rückwärts oder drehst dich mal. Und die Stelle, wo es am meisten gedreht hat, war dann die Durchfahrt durch den Looping. Und das war auch mehr als überschaubar, wie man in dem Video sieht. Und wirklich, es hat nicht wirklich viel mit Drehen zu tun. Und wenn sich die Gondel dreht und gerade der Zug aber irgendwo lang fährt, kann sich das sogar gegenseitig aufheben und du hast gar nicht das Gefühl, dass es sich dreht und vielleicht teilweise sogar eine entspanntere Fahrt, als wenn du normal die Achterbahn fahren würdest. Und dazu kommt ja auch, dass die Gondel sich jetzt nicht ganz frei dreht, also die dreht sich schon frei, ist aber gedrosselt, damit du jetzt nicht komplett da abhebst und den Hubschrauber machst. Hier bei dem, was wir gefilmt haben, natürlich in einer sehr schlauen 1:0 Beladung, damit sich das überhaupt noch mehr dreht. Wenn du jetzt 2 Leute da reinsetzt, dreht sich halt logischerweise weniger oder wenn du zweimal das gleiche Gewicht da reinpackst, aber 1:0, da dreht er ein bisschen. Es kommt aber natürlich noch ein Manko dazu. Das wird doch jetzt jeder gerne machen, weil das ja so cool ist. Aber es gibt ja nur eine Reihe pro Zug. Und dazu kommt auch noch, dass dieser Wagen mit der Spinning-Gondel Platz für 2 Personen bietet, wo sonst 4 Personen mitfahren können. Also es geht auch auf die Gesamtkapazität, wenn man sich dafür entscheidet, solche Gondeln mit dran zu machen. So ist es also, dass der Tail Whip bei Steel Taipan Upcharge ist. Man muss also nochmal dafür bezahlen, um da mitfahren zu dürfen. Also es ist halt ganz normal, Parkeintritt bezahlt, du kannst alles so oft fahren, wie du möchtest, auch Steel Taipan so oft du möchtest, aber wenn du dann in der Spinning-Gondel sitzen möchtest, dann musst du das nochmal separat bezahlen. Kostet alleine 20 australische Dollar, wenn man zu zweit sich dafür entscheidet und dann 2 Plätze nebeneinander direkt nimmt, 35 australische Dollar, was umgerechnet 12 bzw. 21 Euro dann sind. Wenn ihr Jahreskarteninhaber von Dreamworld seid, kostet das Ganze nur 15 Dollar, also 9 Euro. By the way, einmaliger Fastpass 35 australische Dollar. Das sind 21 Euro und 42 Mark. Aber um das nochmal zu vergleichen, weil es ja auch im Blackpool mit Icon so eine Bahn mit solchen Gondeln gibt, die ist natürlich dort auch Upcharge. Und da ist das Ganze auch noch Dynamic Pricing und man ist da auch zwischen 18 und 30 Euro bei Icon. Also auch nochmal teurer als in Australien. Aber ganz, ganz ehrlich, wenn ihr die Möglichkeit haben solltet, so ein Ding mit diesen Spinning-Gondeln zu fahren, safe, macht das auf jeden Fall. Absolute Erfahrung, total verrückt, hat richtig Spaß gemacht, ist richtig gut. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich persönlich würde mir so ein Upgrade bei Bluefire im Europapark wünschen. Ich denke, das würde der Bahn ziemlich gut tun und wird einigen Leuten gut gefallen. Oder wie seht ihr das? Was ist eure Meinung dazu?